Ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte vom kritischen Denken, die zu verschiedenen Möglichkeiten führen, das in die Lehre reinzubringen. Ich glaube, was relativ zugänglicher ist, wenn wir in kleinen Gruppen arbeiten und tatsächlich dann in Gruppeninteraktionen gehen, wo man zum Teil auch Rollenspiele hat, wo man sich in die Lage von jemandem versetzt und versucht einfach mal diesen Perspektivwechsel, wenn das ein Aspekt ist, zu machen. Das ist in einer Lehrveranstaltung, wo man 50, 100, 200 Leute hat, schwieriger. Vorhin habe ich das Thema genannt, Grenzen des Wachstums. Gibt es Grenzen des Wachstums? Es gibt 2 sehr schöne Videos, die ich seit Jahren nutze, von einem Ökonomen und von einem Systemwissenschaftler, die zur gleichen Frage die komplett gegenteilige Antwort geben. Beides Professoren, beide hoch dekoriert, klügere Menschen als ich, mit einer größeren Vita als ich, die unterschiedliche Ansichten haben. Und dann erstmal zu sagen, schaut euch dieses Video an. Was findet ihr davon überzeugend? Wo hat die Person einen Punkt? Unabhängig davon, ob ihr mit der Person einer Meinung seid. Was sind deren Annahmen im Hintergrund, dass ihr vielleicht zu dieser Aussage kommt? Wo ist vielleicht ein blinder Fleck? Was fehlt in der Diskussion, was euch wichtig wäre? Und dann zu der anderen Person schauen und erstmal die beiden Meinungen verstehen und versuchen stark zu machen. Wo haben sie einen Punkt? Um dann zu gucken, wo sind deren blinden Flecken. Und wenn wir beide Sachen übereinander legen, kommt da vielleicht was raus, wo wir sagen, wir haben davon was gelernt und es war gut, dass es 2 unterschiedliche Meinungen gab. Das ist in der Vorlesung vielleicht eher etwas, wo man sagen kann, schaut euch das an, wir diskutieren das kurz, wir sammeln das und dann bereite ich vor, was ein Ergebnis ist. Wenn man das jetzt in Rollenspiele führt, dann kann man natürlich noch viel stärker auch sagen, versetzt euch mal in die Lage von einem Akteur. Letzte Woche habe ich ein Klimasimulationsspiel genutzt, das habe ich ganz neu jetzt in die Lehre integrieren können, was andere vom MIT, andere Leute vorbereitet haben. Und da ist im Hörsaal die große Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben jetzt so eine Klimasimulation, ihr seid die Welt, so ihr könnt jetzt diese oder jene Maßnahme machen. Welche würdet ihr haben? Wenn wir den Knopf jetzt drehen, stellt euch vor, was würde denn jetzt passieren? Was sind eure Annahmen? Wenn jetzt was anderes passiert, was habt ihr vielleicht vergessen? Das ist aber dann eher hörsaalmäßig. Man kann aber auch sagen, das habe ich fürs nächste Jahr vor und erzähle dann gerne, wie es klappt. Wir nehmen uns jetzt deutlich mehr Zeit und jeder von euch ist eine Stakeholdergruppe, Ölindustrie, ein Inselstaat und jemand anders und ihr verhandelt jetzt und müsst dann immer sagen, was würdet ihr vorschlagen? Und dann merkt man, dass die eigene Sicht auf die Komplexität der Welt immer von der eigenen Position geprägt ist. Und das ist auch nicht schlimm, aber zu verstehen, dass das kontingent ist und dass andere Leute was anderes haben, das kann man in solchen Rollenspielen herausarbeiten. Schwierigkeit, die Skalierungsfähigkeit auf einen Kurs mit 500 Leuten ist natürlich dann begrenzt. Also herausgefordert sollen sie natürlich werden durch eine abstrakte Darstellung. Und ich brauche Abstraktion, denn es geht ja nicht im Endeffekt darum, einzelne Zahlen zu erklären, sondern gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge oder betriebliche Prozesse, die ja auch sehr abstrakt zunächst dargestellt werden. Nicht mathematisch, aber auch abstrakt. Und dort eben die Entsprechung zu haben. Das fordert die Studierenden heraus. Man sieht dann auf einmal eine kurze Beschreibung eines mathematischen Problems, muss sehen, was hat es jetzt mit den Sachen zu tun, die ich selber kenne. Und das sind eben unter Umständen schon Kenntnisse, wie man mit großen Zahlen umgeht, wie man mit vielen Zahlen gleichzeitig umgeht. Und da eben die Brücke von dem, was die Studierenden sagen, das leuchtet mir ein, zu dem abstrakten Formulierung. Dort zu sehen, wie dort die Mathematik wirkt. Die Studierenden sollen ja nichts verstehen, was sie nicht auch wirklich durchdrungen haben. Also muss dort bei dem anfangen, wo die Studierenden stehen. Und wenn sie da Erfolge sehen, wenn sie sagen, von dem ausgehend komme ich da eine Abstraktionsstufe höher, das ist die größte Motivation erst einmal, die innermathematische Motivation. Wenn Sie dann auch noch erkennen können an den Rändern, wofür ist es ökonomisch oder sozialwissenschaftlich relevant, dann ist es perfekt. Ich leite an der Universität ein Projekt, das ist das Azubi-Coaching. Da übernehmen Studierende der Wirtschaftspädagogik in einem Zeitraum von einem halben Jahr in der Rolle als Coach die Obhut, sage ich mal, von jungen Auszubildenden mit individuellen Bildungsbedürfnissen hier in der Metropolregion Nürnberg und die agieren in der Rolle als Coach, was erstmal eine fremde Rolle für sie ist. Und sie haben von mir den Auftrag bekommen, dass die wöchentlich stattfindenden Coachingsitzungen, dass sie diese in Form von Lerntagebucheinträgen kritisch reflektieren. Das ist meine Methode. Sie sollen eben diese Coachingsitzungen, Lerntagebucheinträge schreiben und da werden verschiedene Herausforderungen behandelt, fachlicher und persönlicher Art von dem Auszubildenden. Und da werden auch die Studierenden eben mit diesen Problemen konfrontiert und die müssen auf Basis der Informationen, die sie haben von dem Azubi, die richtigen Methoden anwenden, die richtigen Entscheidungen fällen. Und diesen Problemlöseprozess, den möchte ich bewusst und besonders fördern in meiner Lehre. Wenn man Erfolg haben will in der Lehre, muss man natürlich immer darüber nachdenken, wie man das ganz konkret methodisch
angehen kann. Das heißt, man startet kleinschrittig, wo die Studierenden sehen, das kann ich und das ist im Bereich dessen, was ich lernen kann. So damit sie auch motiviert sind, sich mit der Sache zu beschäftigen, was ja oft für viele anstrengend ist, sich mit Mathematik nochmal zu beschäftigen. Und dann aber ist die Hoffnung, wenn Sie das sehen, Sie sind einen Schritt weitergekommen, dass die Motivation zunehmend steigert, bis Sie eben dann sehen, ja, ich kann Aufgaben, auch wenn sie sehr abstrakt formuliert sind, lösen, indem ich wieder zurückkomme von der abstrakten Formulierung zu den Sachen, die mir vertraut sind, wo ich unmittelbar weiß, ja, das muss so sein, das kann gar nicht anders funktionieren. Ja, da denke ich jetzt an konkrete Aufgaben, die formuliert werden. Das steht eben sehr abstrakt da, bestimmen Sie die Basis des Vektorraums. Abstrakter geht's nicht, das ist vollkommen abstrakte Algebra. Ist aber durchaus ökonomisch umzusetzen. Da sind die Begriffe ausgetauscht, aber es hat ökonomische Relevanz. Aber bei mir geht's dann darum, jetzt daran zu kommen, wie bestimme ich diese Basis? Und dann geht's darum, ja, wie muss ich das auflösen? Wie komme ich jetzt und in meinem Programm zu einer Rechenaufgabe, die ich wirklich eindeutig lösen kann? Und wie komme ich von dieser Lösung, dieser Rechenaufgabe wieder zurück zu einer ganz einfachen Antwort, die aber absolut stimmig ist? Wir gehen da sehr praxisorientiert vor und schaffen dann Anlass, wo die Studenten berufsschultypischen Unterricht kreieren sollen. Aber was heißt eigentlich berufsschultypischer Unterricht? Das heißt, wir simulieren berufstypische Handlungen in der Schule. Und was steckt da dann dahinter? Das heißt, wir müssen solche Handlungen identifizieren, analysieren, das heißt durchdringen in der Gänze ihrer Teile und dann reflektieren unter Nachhaltigkeitsaspekten, was steckt denn dahinter, wie kann man vielleicht diese Handlungen transformieren. Ich bediene mich da in meinem Seminar einer Metapher mit der grünen Lupe, wo wir dann in diese Handlungen reingehen und gucken, okay, wo stecken vielleicht Nachhaltigkeitsaspekte mit drinnen, um die dann später in einem nächsten Schritt, wo die Studis dann wieder selbst aktiv werden, in solchen Lehr-Lern-Szenarien zu ergießen. Ich möchte es nochmal betonen, das Wichtigste, um kritisches Denken zu fördern, ist Anlässe dafür zu schaffen. Und Anlässe hat man nicht, wenn man Frontalunterricht macht. Man muss die Studis selbst ins Machen kommen lassen.